Willkommen zurück zum zweiten Teil Special One Parfüms. Ja, Teil 2. Vor einem Monat habe ich ungefähr Teil 1 gemacht. Also schaut gerne in meinen Videos vorbei. Oder ich habe verlinkt das hier ganz kurz mal. Habe ich Teil 1 gemacht und ich habe euch versprochen, es kommt Teil 2. Und hier wird es sehr interessant, vor allen Dingen ab Duft 5. Da werdet ihr euch vielleicht wundern, aber ich werde da was zu sagen, warum das genau auch Special One Düfte sind natürlich. So, wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance House. Hamburg immer noch. So, der erste ist ein Tom Ford Duft, und zwar Tom Ford Noir Extreme. Ja, Noir Extreme. Ich hoffe, der Fokus nimmt das. Ein Duft, sehr Special One mäßig aus dem Grund, weil er einfach so riecht wie kein anderer. So, süßliche Speise, was Holziges, Vanille. Das ist ein Duft, der ist schon mal aus dem Grund Special One, weil ich den selten trage. Ich trage den eigentlich fast nie, aber ich möchte ihn auch nicht abgeben. Und das zeigt, dass es doch wirklich ein Special One Duft ist, würde ich mal sagen. Und wenn ich hier rieche, überlege ich gerade, ich habe vorher nicht geschaut. Ah, Mann. Da ist eine Süßspeise aus Indien, glaube ich, drin. Ich habe es vergessen. Gulfi. Auf jeden Fall ist da eine Süßspeise. Es ist ein geiler Duft. Es ist auch ein präsent starker Duft. Ob der verändert worden ist, aktuell weiß ich nicht. Das ist die erste Version, da wo er rausgekommen ist, der war sehr stark. Konnte man nicht viel benutzen. Aber es ist eben aus dem Grund auch schon mal ein Special One Duft, weil diese DNA kann man auch nicht jeden Tag tragen. Aber er gehört hier rein, weil er nice ist. So, der nächste, den hatten wir Teil 1, aber als Eau de Parfüm. Hier kommt der Extrait de Parfüm Blue Talisman. Wie gesagt, Extrait de Parfüm. Ja, ein Duft, der die DNA hat von Blue Talisman. Sorry. Nur in würzig oder würziger. Nee, nicht würziger. Das andere war ja nicht wert. Das ist ja hier nicht würzig, sondern frisch, fruchtig. Hier haben wir natürlich die ähnliche, gleiche DNA im Background. Und aber grundsätzlich würziger und zum Schluss Vanille, das den Duft richtig schön warm macht. Auch das ist ein Meisterwerk. Auch das ist ein Special One Blue Talisman als Extrait de Parfüm. Ja, ich finde das richtig nice. Kann man machen. Aber ich habe mich ja so verliebt in Blue Talisman. Warum auch immer. Eigentlich ist das alles simpel. Die DNA ist eigentlich simpel, aber ist schon wirklich gut. So, der nächste ist ein günstiger Duft. Und jetzt kommt mir schon mal zu einem Duft, wo ich sage, warum ich den zeige, das ist, er gehört einfach trotzdem hier rein. Da, weil das ein Special One Duft ist, warum, weshalb, wieso sage ich euch jetzt. Und zwar Dylan Blue. Ja, warum? Weil er ist komplett einsatzbereit in jeder Situation. Er hat's klar, er hat diese typische Bleu de Chanel, Dior Sauvage, Fierce, etc. pp. DNA drin, alles so durcheinander, ein blauer, frischer, ja, schon minimal aquatisch, holziger Duft, leicht süßlich, der einfach gut ankommt. Und deswegen ist Dylan Blue auch für mich ein Special One Duft und er funktioniert von jung bis alt. Ihr könnt also sehr jung sein als Teenager und ihr könnt auch alt sein und den Duft tragen. Alt hört sich ein bisschen schrecklich an, ist aber so. Das würde auf jeden Fall passen. Ja, deswegen habe ich einen neuen reingenommen. Dylan Blue von Versace. So, der nächste ist der Amouage Sunshine Man. Für mich einer der besten Amouage, der Sunshine Man mit der Strohblume. Einfach. Viele meinen, der ist nicht für den Sommer, doch der ist dafür sogar gemacht worden. Ich meine, das ist ein arabisches Haus, es kommt noch aus dem Oman. Ich weiß nicht, ob Sunshine Man gibt es mal noch, mal nicht, mal wieder doch. Da ist es egal in Dubai. Wenn ihr schon mal in Dubai wart, ist es vollkommen Jux. Die tragen eben auch diese starken Düfte bei 50 Grad. So, das ist nicht so wie hier. Das ist auch früher auch völlig egal gewesen. Da kommen wir auch noch zu Düften, da kann ich das sagen, die haben sie früher auf jeden Fall auch benutzt, wenn es heiß ist. Völlig egal. Heute muss man natürlich Frühling, Sommer, Winter, Herbst, all so eine Düfte machen, um mehr Kohle zu machen, das einführen. Ich weiß gar nicht, wer das eingeführt hat. Auf jeden Fall hier schön trocken, Strohblume, also wirklich strohig, sonnig, warm, würzig. Ein sehr, sehr schöner Duft. Für mich der beste. So, jetzt kommen wir zu Platz 5. Jetzt fangen wir an. Und die jetzt kommen alle, außer Platz 10, das sind einfach Klassiker von Haus aus schon. So, der erste, Platz 5 ist es ja nicht, aber ja,
Boss Bottle. Den habe ich reingenommen, weil das ist ein Special One. Der funktioniert, seitdem er rausgekommen ist. Eifer. Den rieche ich auch immer noch da draußen. Und er ist in manchen Parfümerien, so wie Douglas und Co., wenn ihr euch die Top 10 Liste anguckt, die mache ich meistens immer zur Winterzeit hinten raus, Weihnachtszeit, auf Platz 1 sogar manchmal noch. Boss Bottle, Apfel, Vanille und ja, einfach Boss Bottle, ja, schönes Teil. Also muss man schon sagen, funktioniert immer noch, wenn man dieses Apfelkuchen-Thema gern mag. Ich sage mal so leicht Apfelkuchen. Wie gesagt, Apfel, Vanille, Zimt ist, glaube ich, auch noch mit drin. Ja, aber einfach nicht penetrant, sondern er ist immer um euch rum und der riecht auch noch nach 7, 8 Stunden. Es gibt Menschen oder man riecht das einfach als Ausstehender. Wenn du vor allem Düfte kennst, wenn du eine gute Nase hast, dann riechst du den auch noch so langer Zeit noch. Ist einfach so. So, der nächste, Jean-Paul Gaultier Le Male. Ja, wir machen nämlich so weiter. Der muss ja auch rein. Es ist ein Special One, weil dieser Duft, Kaugummi-Note, Vanille, Lavendel, funktioniert, seitdem er rausgekommen ist und er wird einfach noch weiter funktionieren. Das ist einfach so. So, da muss ich auch nicht viel zu sagen. Das ist genauso wie Boss Bottle. Da weiß man gar nicht, wer eigentlich mehr Classic ist. Und es könnte sein, dass der Le Male sogar mehr Classic ist. Möchte ich aber jetzt nicht behaupten, weil, ja, das müsst ihr selber entscheiden, weil da kommen jetzt gleich noch 2. Das ist genial. Auf jeden Fall Jean-Paul Gaultier mit Le Male, davor Boss Bottle von Hugo Boss, beziehungsweise Boss. Und ja, was wollt ihr sagen? Geiles Teil. So, und jetzt kommt der nächste, Davidoff. Cool Water. Es ist einfach so. Den rieche ich am meisten da draußen noch. Und nicht nur bei Elternherren. Wenn es warm ist, selbst wenn es zum Frühling hin und überhaupt auch Winter. Es tragen so viele noch Cool Water. Ist aber geil. Leider ist er jetzt synthetisch blau. Früher war er grün, würzig blau in Anführungsstrichen, mehr grün. Das ist leider nicht mehr so. Es ist sehr synthetisch geworden, aber ich finde, es passt. Man weiß, man riecht, man weiß, was Blue Water ist und was das ist. Man riecht es einfach und ja, macht immer Spaß, den selber zu tragen und zu riechen. Ist einfach so. Er riecht einfach wunderbar. Muss man nicht mehr zu sagen. So, der nächste. Jetzt könnt ihr euch fast bestimmt denken, wer jetzt kommt. Natürlich. Job Homme. Natürlich riecht er anders wie früher mit der Kornblume drauf. Habe ich ja auch noch. Der riecht einfach mehr kirschiger. Natürlich ist das hier ein brutal süßer Duft. The Pink Man, wie ich ihn nenne. Aber der musste rein. Auch der läuft immer noch. Also wenn ihr wirklich mal einen süßen Duft haben wollt, der auffällt und so weiter, der lange anhält, immer noch, dann müsst ihr den Pinkman holen, Job Homme. So, der wird jetzt alle so ein bisschen Vergessenheit in Anführungsstrichen im Schnitt, hatte ich ja eben gerade erwähnt, dass sie immer in den Charts mit drin sind und dass sie viele tragen. Aber so, sag ich mal, bei der aktuellen, sag ich mal, Parfümwelt, bei den Fans, die alles hier meinen, dass Nische und Co. immer nur am besten wäre, sollten mal wieder zu dem bisschen back to the roots gehen. Schönes Teil, süßlich, kirschig, synthetische Kirsche und so weiter, angehaucht, Vanille und so weiter. Schon sehr, sehr geil. So, der nächste gehört jetzt nicht ganz zu der Garde, aber der hat sich in diese Garde sag ich mal, geschlichen. Bleu de Chanel, das Parfüm, Eau de Parfüm. Quatsch. Auch das ist natürlich absoluter Bullshit. Das Eau de Toilette. Yes. Warum habe ich diesmal das Eau de Toilette genommen? Weil das eben mehr funktioniert als das Parfüm. Und ja, Chanel hat einfach was gemacht. Das war die Zeit, wo ich gedacht habe, Mann, schafft es überhaupt noch ein Parfüm mal irgendwas oder eine Marke, ein Parfüm rauszubringen, was so Klassiker wird, die ich eben euch gezeigt habe. Ja. Und zwar dieser Duft hier. Ja, absolut geil. Frisch, blau, holzig. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht wissen. Mit einer DNA von Chanel, die einfach, ja, geil ist. Ne? Da haben sie wirklich was Gutes gemacht. Und es wird nur langsam Zeit, dass Chanel mal wieder was Neues macht. Nicht ein Ableger, sondern was ganz Neues. Vielleicht den nächsten Klassiker baut. Bin fast der Meinung, dass sie bestimmt was machen im Hintergrund. Schönes Teil. Blöde Chanel. So, und zum guten Schluss natürlich nochmal ein Tom Ford Duft. Und dann wisst ihr bestimmt schon, wer kommt, oder? Nein, nicht Oud Wood. Tabacco Vanille. Yes. Tabacco Vanille. Ein Duft Tabak Vanille. Warme Vanille. Riecht wie in einen Teeladen, wenn man reinkommt, bisschen. Geil, das konnte Tom Ford richtig gut oder kann Tom Ford mit der Vanille. Allerdings, ich weiß nicht, wie die aktuelle Version ist. Das ist auch wie hier die alte. Wie gesagt, ich war ein Fanboy
von Tom Ford. Das hat sich gelegt komplett. Mich interessiert das fast gar nicht mehr, weil preisig so hoch. Dann dieses Plastikding, obwohl ich die immer sehr cool finde, diese Apotheker-Dinger hier. Aber er hat einfach geile Düfte früher gemacht. Jetzt, was jetzt rauskommt, außer Black Lucker, den habe ich auch. Das war der letzte, glaube ich, den ich mir geholt habe. Vanilla Sex fand ich auch interessant. Aber sonst, ich habe natürlich noch eine. Ich habe früher vor Jahren Top 24 gemacht. Ich hatte alles von Tom Ford, vieles jedenfalls. So, und wie gesagt, ich habe sie, glaube ich, auch noch alle. Ich habe kein Tom Ford abgegeben. Ich war aber hier, Tobacco Vanille. Die alten Versionen oder das alte, was er machte, war genial. Ja, könnt ihr mal reinschreiben, was haltet ihr davon? Ich muss mal gucken, sorry, ob ich noch einen Teil 3 mache, weil ich glaube, da sind noch einige Klassiker natürlich, beziehungsweise was heißt Klassiker? Special One dürfte, bin ich der Meinung. Ihr könnt auch unterschreiben, was haltet ihr von denen, die ich jetzt gezeigt habe? Ne? Guckt gerne mein erstes Video an, Special One. Und dann würde ich sagen, gehen Grüße raus an euch alle. Bis zum nächsten Mal.